Hallo und herzlich willkommen hier bei Erikas Selbstmacht. Krapfen in der Muffinform gebacken und das auch noch im Backofen. Wie du diese leckeren, fluffigen Krapfen hinbekommst, erfährst du jetzt in diesem Video. In meiner Videobeschreibung unten kannst du nochmal in Ruhe die ganzen Zutaten nachlesen und auch das Rezept. 300 Gramm Weizenmehl Typ 405 geben wir in eine Schüssel. In die Schüssel machen wir jetzt eine Mulde rein. In 90 Gramm lauwarme Milch bröseln wir 20 Gramm frische Hefe. Von abgewogenen Zucker, das sind 40 Gramm, gebe ich jetzt zu der Milch und zu der Hefe 2 Prisen Zucker dazu. Dann verrühre ich das einmal, dass sich die Hefe auflöst. Die Hefemilch geben wir dann in die Mulde hinein. Dann bedecken wir es leicht mit Mehl. Und dann decken wir das zu und lassen es einfach 15 Minuten stehen. Die Besonderheit an diesem Rezept: die Krapfen werden in solchen Muffinförmchen gebacken. Ich statte jetzt die schon mal hier mit diesen 12 Papierförmchen aus. Da die Muffins im Backofen gebacken werden und nicht in Fett aus, sparen wir uns auch eine Menge Kalorien. So, jetzt schauen wir mal, was unser Vorteig macht. Ja, das blubbert. So, und jetzt geben wir die restlichen Zutaten hinein. Also den restlichen Zucker, das sind insgesamt 40 Gramm. Dann habe ich da ein Päckchen Vanillezucker. Dann gebe ich nur ein bisschen Vanillepaste mit rein. So einen halben Teelöffel circa. Eine Prise Salz, ein Zimmer warmes Ei. Und hier habe ich noch statt Butter einen Doppelrahm-Frischkäse. Der ist jetzt selbst gemacht. Wie ich den mache, verlinke ich euch oben. Den gebe ich auch dazu. Ein Esslöffel. So, und dann lassen wir den Teig verkneten. Circa 7 Minuten. Der Teig durfte jetzt 7 Minuten kneten. Er sollte sich vom Schüsselrand komplett gelöst haben. So, und jetzt habe ich hier den Teig und der ist jetzt schon schön elastisch. Und den geben wir jetzt in die Schüssel und abgedeckt lassen wir den jetzt für circa eine Stunde an einem warmen Platz ruhen. Der Teig durfte jetzt für eine Stunde gehen. Er hat sich schön verdoppelt. Den holen wir uns jetzt auf die Arbeitsfläche, aber die bemehlen wir nicht. Den holen wir jetzt mal raus. Hier ist noch ein bisschen was. Ja. Also wie ihr seht, der ist super rausgegangen und duftet richtig gut. Den werden wir jetzt einmal kurz durchkneten. So, und dann drehen wir den hier zu einer länglichen Schlange. Den Teig jetzt in 12 Teile abteilen. Damit jede Kugel gleich groß ist, wiege ich sie mit Hilfe einer Küchenwaage ab. Jetzt habe ich da diese Muffinform
mit den Papierförmchen, 12 Stück. Und jetzt nehme ich jedes Teigstück und lege meine Hand hier ganz locker drauf und forme eine kleine Kugel. Das nennt man auch den Teig schleifen. Am besten geht das auf so eine Silikonmatte ohne Mehl oder auf ein Holzbrett. Einfach locker immer drehen. So verfahren wir mit dem ganzen Teig, bis alle 12 Kugeln in den Muffinförmchen liegen. Dann decken wir das Ganze einmal nochmal ab und lassen es für 20 Minuten ruhen. Und die geben wir jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 20 bis 25 Minuten. Die Krapfen sind jetzt gebacken und jetzt müssen wir sie heiß mit der Marmelade befüllen. So, jetzt nehmen wir hier den Krapfen und füllen den. Stechen rein und füllen die Marmelade. Und dann pinseln wir die noch heißen Krapfen mit geschmolzener Butter ein. 2 Esslöffel sind es jetzt. In eine kleine Schüssel gebe ich jetzt etwas Zucker. Die nassen Krapfen werden dann in Zucker gewälzt. Die leckeren Muffinkrapfen sind jetzt fertig und ich habe für euch einen aufgeschnitten. Schaut nur, wie lecker er innen aussieht und wie fluffig. Und der Zuckerguss drumherum. Ihr könnt natürlich auch Puderzucker drauf bestreuen, aber ich finde normalen Zucker irgendwie besser. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken dieser leckeren, fluffigen Krapfen, die in der Muffinform gebacken wurden, im Backofen und nicht in Fett ausgebacken sind. Und so haben wir uns einige Kalorien gespart. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch jetzt alles Gute und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder hier vorbeischaut. Bei Erikas Selbstgemacht. Macht's es gut. Servus.